Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute möchte ich mit Ihnen eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, in ein Jahr, das tief in unsere Geschichte eingeschnitten ist, 1940. Es war das zweite Jahr des Zweiten Weltkriegs, und Deutschland befand sich in einer Phase, die das NS-Regime als Siegeszug inszenierte. Doch wie sah das Leben der Menschen damals wirklich aus? Jenseits der Propaganda, jenseits der offiziellen Darstellungen? Was bedeutete es, in dieser Zeit aufzuwachen, zur Arbeit zu gehen, eine Familie zu versorgen? Dieses Jahr markiert einen Wendepunkt. Die ersten Kriegsjahre waren vorbei, die anfängliche Unsicherheit wich einer trügerischen Siegesgewissheit. Frankreich kapitulierte im Juni 1940, und die NS-Führung präsentierte sich der Bevölkerung als unbesiegbar. Doch hinter dieser Fassade begann sich bereits eine andere Realität abzuzeichnen, Rationierungen wurden strenger, die Kontrolle über das tägliche Leben intensiver, und der Krieg begann, seine Schatten in jedes deutsche Haus zu werfen. Im Jahr 1940 hatte das nationalsozialistische Regime seine Macht vollständig konsolidiert. Die Gleichschaltung war abgeschlossen, Opposition war verstummt oder ins Exil gegangen. Wer nicht ins Schema passte, lebte gefährlich. Die Gestapo und andere Überwachungsorgane durchdrangen alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Nachbarn wurden zu potenziellen Denunzianten, jedes unvorsichtige Wort konnte Konsequenzen haben. Die Propaganda durchdrang den Alltag vollständig. Joseph Goebbels, Propagandaministerium, kontrollierte alle Medien. Zeitungen druckten gleichgeschaltete Nachrichten, das Radio sendete Durchhalteparolen und Erfolgsmeldungen von der Front. Die Wochenschau im Kino zeigte marschierende Truppen und jubelnde Massen. Kritische Stimmen gab es nicht mehr, zumindest nicht öffentlich. Viele Menschen glaubten tatsächlich an den Endzieg, andere schwiegen aus Angst oder Resignation. Die Volksgemeinschaft, wie sie das Regime propagierte, bedeutete Konformität und Ausgrenzung zugleich. Wer dazugehörte, musste sich anpassen, die richtigen Grüße verwenden, an den richtigen Veranstaltungen teilnehmen. Jüdische Deutsche waren längst entrechtet und aus dem öffentlichen Leben verbannt. Im Oktober 1940 begannen die ersten Deportationen in Ghettos. Auch andere Gruppen, die als unerwünscht galten, lebten in ständiger Bedrohung. Das städtische Leben war 1940 von Widersprüchen geprägt. Einerseits versuchten die Menschen, eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten. Theater und Kinos waren geöffnet, Cafés luden zum Verweilen ein, und wer es sich leisten konnte, ging zum Einkaufen in die Innenstädte. Andererseits machte sich der Krieg zunehmend bemerkbar. Verdunkelungsvorschriften wurden streng durchgesetzt. Sobald es dämmerte, mussten alle Fenster mit dicken Vorhängen oder schwarzem Papier verhängt werden, um feindlichen Bombern keine Orientierung zu bieten. Die Versorgungslage verschlechterte sich merklich. Lebensmittelmarken bestimmten, was und wie viel man kaufen konnte. Brot, Fleisch, Fett, Zucker, Kleidung, alles war rationiert. Hausfrauen wurden zu Meisterinnen der Improvisation. Rezepte wurden angepasst, Ersatzstoffe verwendet. Bohnenkaffee wurde zur Seltenheit, stattdessen trank man Ersatzkaffee aus Gerste oder Chicorée. Butter war knapp, Margarine die Alternative. Wer einen Garten oder Verwandte auf dem Land hatte, war im Vorteil. Die Arbeitswelt veränderte sich dramatisch. Viele Männer waren an der Front, ihre Arbeitsplätze wurden von Frauen übernommen, die zuvor nicht erwerbstätig gewesen waren. Trotz der NS-Ideologie, die Frauen primär als Mütter sah, wurden sie nun als Arbeitskräfte gebraucht. In Fabriken, Büros und öffentlichen Diensten ersetzten sie die eingezogenen Männer. Zugleich wurden Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in immer größerer Zahl zur Arbeit herangezogen. Die Luftangriffe auf deutsche Städte nahmen zu. Zunächst waren sie sporadisch, aber sie kündigten an, was kommen sollte. Sirenen heulten auf, Menschen eilten in Luftschutzkeller, die oft improvisiert und unzureichend waren. Die Angst wurde zum ständigen Begleiter, auch wenn 1940 das Schlimmste noch bevorstand. Auf dem Land sah das Leben anders aus als in den Städten. Die Kriegswirkungen waren weniger unmittelbar spürbar, doch auch hier griff der totale Staat ein. Bauernhöfe mussten Abgaben leisten, ihre Erträge wurden kontrolliert und zugeteilt. Der Reichsnährstand regulierte, was angebaut und wie viel davon abgeliefert werden musste. Schwarzmarkthandel gab es, doch er war riskant.
Viele Bauern vermissten ihre Söhne und Knechte, die eingezogen worden waren. Die Feldarbeit lastete auf den Schultern der Frauen, älteren Männer und Kinder. Auch auf dem Land wurden Zwangsarbeiter eingesetzt, oft polnische oder französische Kriegsgefangene. Das Zusammenleben war von Misstrauen und strenger Hierarchie geprägt. Dennoch hatte das Landleben gewisse Vorteile. Die Versorgung mit Lebensmitteln war besser, Hunger war seltener. Es gab Eier von eigenen Hühnern, Milch von eigenen Kühen, Gemüse aus dem Garten. Manche Bauernfamilien halfen Verwandten in der Stadt heimlich mit Naturalien aus, obwohl dies verboten und gefährlich war. Die dörfliche Gemeinschaft war enger, aber auch kontrollierbarer. Jeder kannte jeden, soziale Kontrolle funktionierte automatisch. NSDAP-Funktionäre waren auch in kleinen Dörfern präsent. Pfarrer, die kritisch predigten, gerieten unter Beobachtung. Die Kirchen waren eine der wenigen Institutionen, die noch einen gewissen Freiraum boten, doch auch dieser schrumpfte. Kinder und Jugendliche wuchsen in einer vollständig ideologisierten Umwelt auf. Die Schule war längst zum Instrument der NS-Erziehung geworden. Der Lehrplan wurde von rassistischen und militaristischen Inhalten dominiert. Im Deutschunterricht las man völkische Literatur, im Geschichtsunterricht wurde die NS-Version der Vergangenheit gelehrt, in Biologie wurde Rassenlehre unterrichtet. Die Hitlerjugend und der Bund deutscher Mädel waren faktisch Pflicht. Fast alle Kinder und Jugendlichen waren Mitglieder. Dort wurden sie gedrillt, körperlich ertüchtigt und ideologisch geschult. Gleichzeitig boten diese Organisationen auch Abenteuer, Gemeinschaft und Anerkennung, Aspekte, die für junge Menschen attraktiv waren, auch wenn die Inhalte problematisch waren. Viele Kinder erlebten 1940 die Abwesenheit ihrer Väter. Briefe von der Front wurden sehnsüchtig erwartet. Manche erhielten Todesnachrichten, die ihr Leben für immer veränderten. Kinder mussten früh erwachsen werden, im Haushalt helfen, auf kleinere Geschwister aufpassen, manchmal auch arbeiten. Spielzeug wurde knapper, viele Spielsachen waren aus Holz oder selbst gebastelt. Dennoch spielten Kinder, wie Kinder immer spielen. Sie spielten Krieg, weil es das war, was sie umgab, aber sie spielten auch Verstecken, Fußball und erfanden ihre eigenen Welten. Trotz allem blieb Kindheit Kindheit, auch in dunklen Zeiten. Das kulturelle Leben war streng reglementiert. Die Reichskulturkammer kontrollierte alle künstlerischen Äußerungen. Nur wer Mitglied war, durfte als Künstler arbeiten. Jüdische und politisch missliebige Künstler waren ausgeschlossen. Literatur, Musik, bildende Kunst, Theater, alles musste der NS-Ideologie entsprechen oder zumindest nicht widersprechen. Dennoch suchten Menschen Ablenkung vom Alltag. Das Kino war immens populär. Neben Propagandafilmen wie Juzys liefen auch Unterhaltungsfilme, romantische Komödien und Musikfilme, die kurzzeitig vergessen ließen. Stars wie Sarah Leander oder Marika Röck füllten die Säle. Das Radio brachte Musik und Hörspiele ins Heim, unterbrochen von Sondermeldungen und Reden. Sport blieb wichtig, allerdings unter militärischen Vorzeichen. Körperliche Ertüchtigung diente der Wehrhaftmachung. Fußball wurde weitergespielt, allerdings mit eingeschränktem Ligabetrieb, da viele Spieler Soldaten waren. Private Feste und Feiern fanden statt, aber im kleineren Rahmen. Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten, diese Anlässe wurden genutzt, um Zusammenhalt zu stärken. Weihnachten 1940 war das zweite Kriegsweihnachten. Viele Familien versuchten, trotz allem eine festliche Stimmung zu schaffen, während sie um abwesende Angehörige bangten. Nicht alle machten mit. Es gab Widerstand, auch wenn er angesichts der Repression gefährlich und oft zum Scheitern verurteilt war. Manche Menschen widerstanden im Stillen, sie hörten ausländische Sender wie die BBC, obwohl dies verboten war. Sie halfen verfolgten Nachbarn, versteckten jüdische Mitbürger oder versorgten sie heimlich. Sie erzählten Witze über Hitler und das Regime, kleine Akte des Protests. Organisierter Widerstand war selten und riskant. Kommunistische und sozialdemokratische Netzwerke waren weitgehend zerschlagen. Einige Kirchen und einzelne Geistliche widersetzten sich bestimmten Maßnahmen, besonders dem Euthanasieprogramm, das 1940 im Gange war. Bischof von Galen würde später öffentlich dagegen predigen. Viele wählten die innere Emigration, sie zogen sich zurück, lebten ihr Leben so gut es ging im Privaten, vermieden politische Äußerungen.
Sie waren nicht aktive Unterstützer, aber auch keine Widerständler. Diese Grauzone war wohl die häufigste Form des Umgangs mit dem Regime, ein Leben zwischen Anpassung und stiller Ablehnung. Das Jahr 1940 war ein Jahr der Widersprüche. Es war ein Jahr scheinbarer Siege für das Regime, aber auch ein Jahr, in dem die Weichen für die kommende Katastrophe gestellt wurden. Die Menschen lebten zwischen Propaganda und Realität, zwischen Hoffnung und Angst, zwischen Alltag und Ausnahmezustand. Viele ahnten nicht, was noch kommen würde, die Vernichtungslager, die totale Niederlage, die Zerstörung der Städte. Andere verdrängten bewusst. Die Fähigkeit des Menschen, sich an widrige Umstände anzupassen, zeigte sich auch damals. Wenn wir heute auf das Jahr 1940 zurückblicken, tun wir dies mit dem Wissen um alles, was folgte. Wir sehen nicht nur den Alltag, sondern auch die Schuld, das Versagen und die verpassten Gelegenheiten zum Widerstand. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie Menschen damals lebten, nicht um zu rechtfertigen, sondern um zu begreifen, wie Diktaturen funktionieren, wie Propaganda wirkt und wie wichtig es ist, Demokratie und Menschenrechte zu verteidigen. Die Geschichte des Jahres 1940 mahnt uns, wachsam zu bleiben, kritisch zu denken und niemals zu vergessen, wohin Gleichgültigkeit und blinder Gehorsam führen können. Sie erinnert uns daran, dass jeder Einzelne Verantwortung trägt für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.